Was hat das 15, 29? Ja, das ist Speise. Das ist auch wieder. Oh yeah, Matthew 27:52. Yeah. Oh, it isn't this one. There you go. That's right, I'm reading much better. But just talk about the resurrection. It seems like they went to they walk in the street of Israel, and then it seems like they went to stuff like that. No. The curtain was In torn. verse 53 of 27. Yeah. And Matthew 27:52. Oder auch ein erstes Mal zu ändern, aber das ist Davor kommt ja. Kapitel 18 von diesen Gleichnisse. Auf das Gleichnis. Und dann am Anfang von Kapitel 18 da auch dieses, dass die Kinder zu mir kommen. Genau, das Okay, we're gonna go through this now, even if you haven't finished. Also wir gehen das jetzt durch, je nachdem, egal wie weit ihr seid. Why don't you guys tell me what you've seen? Warum sagt ihr mir nicht einfach, was ihr seht? So, starting from 3:1, Also wir fangen bei 3.1 an. what section is that? Welche Sektion ist, was ist das für eine Sektion? Action. Actions. Yeah. Genau, ja. Der erzählt, was Jesus tut. What he did. Good. And then I told you this one already, in 5:1 is where the Sermon on the Mount starts, right? Ja. Teaching? Und dann habe ich euch gesagt, okay, die erste Lehreinheit fängt mit 5.1 an, die Bergpredigt. Okay, and then where does it change back to actions? Okay, wann geht es denn jetzt zurück, wieder, wo Jesus was tut? 8.1. Jawohl. Okay, good. And how long does that narrative section go? Wie lange geht die Sektion? Until 10:4. Okay? Bis 10.4. You guys all agree with that? Stimmt ihr alle damit überein? No? Nee. Okay. What do the other groups have? Was habt ihr denn noch? Achso. Oh, also noch von 8:17, 8:18. Where does Jesus start speaking? Also, we have 8:18 to 8:22. Okay. Heißt danach folgende Lehre, Unterricht. 8.18 bis 8.22, dass Jesus unterrichtet. English. Yes. 8:18 to... No, sorry. The costs of following Jesus. Jesus does speak there, yes. Sorry, guys. Also Jesus unterrichtet er ja. But then what happens? Was passiert danach? He goes back into saying what he's doing, right? Das geht weiter ins Gleiche, was er tut. And then next, Danach, it's again what Jesus is doing. das geht wieder darum, was macht Jesus? Yes, he speaks. Ja, er spricht. These sections still have Jesus talking. In diesen Sektionen redet immer But it's Jesus. not a long instruction period of time. Aber Like, es ist jetzt nicht so eine lange Ausführung. okay, good. What about the next part where Jesus is healing the two men with demons? Was ist denn mit dem nächsten, wo Jesus die Sachen mit den Dämonen heilt? That's in 8:28. Again, it's an action, right? Something he's doing. 8.28, also was Jesus tut, eine Aktion. What about 9:1? Was denn mit 9.1? Still doing. Yeah. Jesus macht immer noch was, ja. Okay, good. We read all the way through 9. He's still healing people. He's still doing stuff. Und in 9 macht er immer noch was, er heilt immer noch Leute. And then we keep going. Und wir machen weiter. We have chapter 10. Und das ist Kapitel 10. He's sending these people out. Und er sendet die Leute aus.
But he seems to be teaching a bit of the disciples what they should do, right? It changes off these healings of people to this focus of the disciples now. Aber er hat den Fokus gewechselt, dass es nicht mehr um Leute heilen geht, sondern er unterrichtet die Jünger, was sie tun sollen. Okay? And he calls them his disciples, he gives them power, he's teaching them what to do. Er nennt sie seine Jünger, er gibt ihnen Vollmacht und er sagt, was sie tun sollen. Now exactly where you break that change between healing others to the focus of the disciples, some people debate. Und wo man das jetzt unterbrechen kann, da sind die Leute sich nicht ganz sicher, wo der Wechsel zwischen Heilen ist und der Fokus auf die Jünger. Where would you guys put it? Wo würdet ihr das machen? 9:35. 9:35? Sehr gut, 9:35. Why? Warum? I agree with you, I just want to have a And look. Jesus went, Hmm? and Jesus went to the cities and villages, and teach in the synagogues and preach. Teach. So he's changing to teaching there. Also er unterrichtet da. Also ich stimme mit dir überein, ja. Yeah, good. I mean, that a lot of people split it there because it has that phrase, then he went teaching. So it seems like Matthew was saying, okay, now Jesus was teaching. Let me tell you a little bit about what else happened as he was teaching. Es scheint so, genau, Jesus, die Leute setzen da diesen Wechsel hin und es scheint so, als erzählt Matthäus hier in dem Anfangsteil noch so ein bisschen, was passiert noch drumherum, während Jesus unterrichtet. Other people would maybe move it to 10:1. It's not that important. Man kann den Wechsel auch bei 10:1 machen. Exactly right. You just need to see that there's a change between the healing and the actions to teaching. Das ist jetzt nicht genau wichtig, wo es ist, sondern einfach, dass es ein Wechsel stattfindet zwischen Erzählung, also zwischen Heilung und Lehre der Jünger. He's giving instructions to his disciples now what to do as he sends them out. Er leitet seine Jünger jetzt an, was sie tun sollen, wenn er sie aussendet. Okay, and then where does it change back to actions? Und wo geht es jetzt wieder zu den Aktionen, wo Jesus was macht? Anybody get that far? Ist jemand so weit gekommen? Okay, I'll tell you. Okay, ich sag's euch. So it switches at 11:1. 11:1 wechselt es wieder. You can see that repeated phrase there when Jesus had finished instructing his 12 disciples, when he had finished teaching. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an die 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging. Also das ist der Endsatz, der das ankündigt. Awesome. And then when he's done all that teaching, it switches back. Und als wenn er das ganze Unterrichtsinhalt jetzt And he abgeschlossen hat, tells wechselt all es these wieder. parables of the kingdom. Ach so, dann, also wenn die Aktionen zu Ende sind, dann erzählt er jetzt wieder die Gleichnisse über das Königreich in 13.1. We go to parables, we go to the teaching in 13:1. Und das ist in 13.1. Genau, also geht er in Gleichnis über. Of course, he was speaking and saying things prior to that, but this is when it switches to a long teaching chunk. Dazwischen gab es auch so kleine Unterrichtssätze, aber jetzt ist hier wieder so ein Block, wo unterrichtet wird. Okay, and then it doesn't last that long. Der geht nicht so lang, dieser Teil jetzt. It switches back again in 13:54. In 1354 wechselt es wieder zu Matthäus, der erzählt. With actions again. Dann kommt wieder Aktion von Jesus. And that is a really long period of Matthew's book. Und jetzt kommt ein wichtiger Block. And in 18:1, Und der geht bis 18.1. he gives a speech to the disciples. Also dieser Aktionsblock geht bis 18.1 und in 18.1 unterrichtet Jesus zu seinen Jüngern. And then in 19:2, he switches back. Und 19.2 ist wieder ein Wechsel zu We have actions again. Jesus is not being accepted. zur Aktion, wo Jesus dann unter anderem nicht angenommen wird. And then you guys don't have to necessarily get all this down because I'm going to give it to you. Ihr müsst das nicht aufschreiben, weil ich euch das geben werde. He does this. You took away my exciting thing. Sorry, That's okay. In 24:1, he does that long speech. Und in 24.1 macht er diese lange Rede. And then at the end, we have him with his resurrection, with the passion and the Und ab resurrection. 26.2 ist dann Tod und Auferstehung. Okay. Jesus teaching. This is the one. This is actually the epilogue. Und das ist eigentlich der Epilog, der Abschluss. Okay, I have a question for you. Jetzt habe ich eine Frage an euch. How many times does he switch back and forth? Wie oft wird wechselt? How many do we have? Wie oft ist das?
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Do you think Matthew did this on purpose? Yes. Hat das Matthäus absichtlich gemacht? Mag es Definitely he did. Mark, be quiet. He definitely did it on purpose. Er hat es absichtlich gemacht. If he is ministering to Jewish people, Wenn er sich an jüdische Menschen wendet and he does 5 different chunks of very important things, und er hat 5 Blöcke von wichtigen Dingen, what do Jewish people think of when they see 5? an was denken Juden, wenn sie 5 sehen? Emphasis. Okay, emphasis, maybe. Go ahead. Chiasmus? Chiasm? No, not a chiasm. Well, they might. Ja, Yeah, vielleicht. some Chiasmus, people ja. have seen a chiasm in Manche haben da that. schon Chiasmus drin gefunden. I thought it was a bit of a stretch when I saw Aber it. ich glaube, das ist ein I bisschen don't know, I think you gedehnt. might be trying to reach, but okay. And this would be the center of the chiasm. Also das wäre dann, 13, wäre dann der Zentrum des Chiasmus Königreich. Some people say that because there's 5, he was purposely trying to show them a new law. Und manche sagen, weil es 5 sind, versucht er ihnen, wie bezüglich der 5 Bücher Mose, ein neues Gesetz zu zeigen. Like the 5 first books of Moses, exactly. Genau, also wie die 5 Bücher Mose. I mean, you'd have, maybe. We can't say Vielleicht. yes, that's what he was doing. Also wir können nicht genau He doesn't sagen, say ja, that. das ist, was Matthäus gesagt hat. Das sagt er nicht. But his big picture in this book Aber sein Hauptpunkt in diesem Buch is for the Jewish people, ist den jüdischen Leuten, whether they're Christians or not. egal ob sie Christen sind oder nicht. Might be both. He might have both audiences in Es mind. könnte beides sein. Er könnte sich an beide Audienz gewendet haben. He's saying Jesus is the Messiah. Er sagt, Jesus ist der Messias. Jesus is the one we've been waiting for all these years. Jesus ist derjenige, auf den wir so lange gewartet haben. And I actually believe that it was written for Jewish Christians. Ich glaube, es ist an jüdische Christen geschrieben worden. Because they're at this time where there's a lot of pressure for them to rebel against Rome. Denn sie sind gerade in der Zeit, wo es so viel Druck für sie gibt, wo sie doch gegen Rom rebellieren können. All their Jewish brothers are saying, hey, you know what, you should be with us. Und alle ihre jüdischen Brüder sagen, ihr solltet doch mit uns machen, warum macht ihr das nicht? In fact, what kind of church have you joined where you're letting Gentiles into? Denn, was macht ihr denn? Ihr habt eine Kirche gegründet, wo ihr sogar Heiden erlaubt, die mitmachen dürfen. These Gentiles are mixing together and you're saying, this is the kingdom of God, this is what the Messiah came for? Die Heiden vermischen sich mit euch und ihr sagt dann nochmal, das ist das Königreich Gottes, dafür ist der Messias gekommen. And Matthew says, actually, yes, that's exactly what was Und supposed to Matthäus sagt, happen. ja genau, das ist es. The Messiah did come, and here's all the scriptures that show that it really is Jesus. Der Matthäus ist gekommen und hier im Alten Testament sind alle Schriften, die zeigen, dass And es here are Matthäus ist. all the examples of where Jesus says yes to the Und Gentiles. hier sind die ganzen Beispiele, wo Jesus Ja zu den Aufnahmen der Heiden sagt. And he says, don't give up your faith, you are on the right track. Und Jesus sagt, also Matthäus sagt, haltet euren Glauben stand, ihr seid auf dem richtigen Weg. What is the very last verse of Matthew? Und jetzt gehen wir zum letzten Vers von Matthäus. And behold, I am with you always, even to the very ends of the age. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, der Erde. Matthew ends his letter. Remember, he's very smart in choosing what he's putting where. Matthäus denkt sich sehr wohl, was setzt er wohin, um das zu gestalten. Und deswegen endet er den Brief so. And he ends by reassuring his readers that Jesus is with them. Und der endet, indem er seinen Lesern wieder bestätigt, dass Jesus mit ihnen ist. This is an extremely hard time in history for Christians. Das ist eine sehr schwere Zeit in der Geschichte für die Christen. They are going to the lions at this time. This is under Nero, who is a harsh emperor, and you guys will learn all about him. Das Buch wurde geschrieben, als Nero König war, Kaiser war. Und da mussten waren Christenverfolgung ausgesetzt, wurden sogar den Löwen vorgeworfen. And in most of the empire, you are fully able to be Jewish legally, and it's fine. Und im ganzen römischen Reich war es eigentlich legal, Jude zu sein, das war But to okay. be a Christian, you will be killed. Aber wenn du Christ bist, wurdest du getötet. Unless you're in Jerusalem. Außer du warst in Jerusalem. And then you can't be either. Und dann kannst du ja nicht das eine sein, auch nicht das andere. But at least in Jerusalem, there's a lot of pressure to stay faithful to God, staying Jewish.
Entschuldigung. Aber in Jerusalem, da gibt es viel Druck, dass man treu zu Gott sein soll, indem man jüdisch bleibt. So no matter where you are, there's pressure, if you are a Jewish Christian, to return to your Jewish heritage. So egal, wo du auf der Welt bist, es gab immer Druck, dass an jüdische Christen wieder sich dem Christentum abwenden und wieder jüdisch werden. And Matthew is saying, don't do it. Und Matthäus sagt, hört, macht das nicht. God is with you. Gott ist mit euch. Remain faithful, Und bleibt treu, no matter how hard it is. egal wie schwer es ist. I am with you. Gott ist mit ihnen. And I just to end, as I was looking back in my SBS notes, just for curiosity. Und ich habe mir einfach, ich will jetzt gerne so enden, ich habe mal meine SBS-Mitschriften mir I said, angeguckt. God, was what mal were you gelesen habe. speaking to me when I was studying Matthew back then? Und ich habe mich gefragt, Gott, was hast du zu mir geredet, als ich damals Matthäus studiert habe? So I found my application. Und jetzt habe ich meine Last Anleitung thing that über you Matthäus write. gefunden, das letzte, was du am Ende des Studiumbuches machst. So I thought I'd read it to you. Und ich dachte, ich lese euch das vor. This is what I wrote in And that's- 2007. Das habe ich 2007 Or 6. geschrieben. As I have read the book of Matthew this week and have been taught on the particulars, it is striking to me that the very last verse stands out among the rest. Okay. You can read it there. Als ich das Buch Matthäus diese Woche gelesen habe, habe ich im Spezifischen herausgefunden, dass das für mich... Very last verse is the one that stands out out of everything I've learned. Okay. Also das der letzte Vers in der Bibel, das von Matthäus für mich herausgestanden hat. Of course, I've learned a lot about not judging, not worrying. Natürlich habe ich viel gelernt über nicht richten, nicht sich sorgen. But as I'm finishing this SBS, this was our last book in SBS. Aber als ich das Buch abgeschlossen habe in der SBS, I needed to be reassured of God's presence with me. musste ich daran erinnert werden, dass Gottes Gegenwart mit mir einhergeht. This is kind of funny because I say it's really scary to move overseas. Das ist jetzt interessant, dass ich das da geschrieben habe. Das ist nämlich sehr beängstigend, sich in einen anderen Kontinent zu gehen. To announce before our whole church that this is a long-term move. This is like when we first entered into missions. Zum Beispiel von der ganzen Kirche anzukündigen, dass das eine Langzeitpläne von mir sind. Said, I'm scared, Ich bin verängstigt. but God knows that I need to know that He's always with me. Aber Gott weiß, dass ich wissen muss, dass er immer mit mir ist. This is a promise that I will cling to in the future when I move across the ocean. Und das ist ein Versprechen, dass ich dir gebe, wenn du in Zukunft zum Beispiel über den Ozean ziehst und da Langzeit in Mission bist. Matthew is a book of comfort. Matthäus ist ein Buch des Trostes. The people who are going through a really hard time, Die Menschen gehen wirklich durch eine schwere Zeit. turning away from everything that they feel were their expectations of Messiah and saying, okay, if Jesus is the Messiah, I'll follow him. This is not going to be an easy road. Die drehen sich von allem weg, was sie dachten, so ist der Messias. Und der Messias ist anders, so wie Jesus. Und deswegen ist es für sie eine ganz andere Straße. And isn't that what actually the end of the Old Testament was about too? Ist es das nicht, worüber auch das Ende des Alten Testamentes ging? That God has been with them, He's been sovereign, Gott ist mit ihnen, er ist souverän, even when it's been difficult, selbst als es schwer war, even though there's opposition. selbst als sie Gegenwind hatten. And so, as we end this week, I guess I just want to encourage you that God is with you. Und wenn wir diese Woche beenden, würde ich euch einfach ermutigen, dass Gott bei euch ist. Because Jesus didn't just promise that to them, He said, even to the very end of the age. Denn Gott hat ihnen das nicht einfach so versprochen, sondern hier steht wirklich drin, dass es bis zum Ende der Welt sein wird. It's been a long time, but the age is not over yet. Das ist ja schon eine lange Zeit, die Zeit ist noch nicht abgeschlossen. Jesus is still with us. Jesus ist immer noch mit uns. No matter how hard it gets for each one of us in this room, we don't know. Egal wie schwer es für jeden von uns in Zukunft sein We wird. never know what we'll go through. Und denn wir wissen nicht, was in Zukunft kommen wird. But Jesus is faithful, and He's with us. Aber Jesus ist treu und er ist eben mit uns. And He's with you, Er ist mit dir and that's great. und lass uns beten. Thank you that you are with us, Lord, no matter what. Vater, wir danken dir, dass du bei uns bist, egal was. You never leave us, you never forsake us. Du verlässt uns nicht und lässt uns nicht fallen. And when we're alone or when we're going through hard times, we trust you are with us. Wenn wir alleine sind oder durch harte Zeiten gehen, dann vertrauen wir, dass du bei uns bist. Thank you for that promise. Vater, wir danken dir für dieses Versprechen. Lord, we don't go through a very difficult time in history like they did. Vater, wir sind nicht in so einer schwierigen Geschichtszeit, wie sie damals waren. I'm grateful I wasn't born then, Lord. Vater, ich bin dankbar, dass ich damals nicht geboren wurde. But I don't know what's in my future. Ich weiß nicht, was in meiner Zukunft kommt. Lord, help me to be faithful, Vater, ich bete, dass du mir hilfst, treu zu bleiben. to not turn away from my faith when it's easier. Nicht von deinem Glauben mich wegzudrehen, nur weil es einfacher scheint.
God, help us all in this room to be faithful till the end, Vater, wir bitten, dass jeder in diesem Raum treu bleibt bis zum Ende, even if it gets hard, selbst wenn es schwer wird. even if we're tempted to turn away. Auch wenn wir uns wegdrehen wollen. Lord, I pray that each one of us in this room would finish well, Vater, ich bete, dass jeder in diesem Raum das Rennen erfolgreich abschließt. faithful to you, Dir gegenüber treu, the Messiah. dem Messias. We look forward to when you come again. Vater, wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Amen. Amen. I will give you these pretty